Jetzt hat er gerade drauf geklopft, Zeichen der Abfahrt. Markus und ich haben hier eine M16 zwischen uns liegen. Wir begleiten eine Einheit von Rebellen an die Front in Myanmar. We will go to the red zone now, so you can face like a drone strike or gunfight. So yeah, they build a house, big house. No. Seit Monaten stecken sie in einem erbitterten Häuserkampf gegen das Militärregime. Und wir sind mittendrin. Also der war jetzt recht nah, Ständig müssen wir in Deckung gehen, um nicht unter Beschuss zu geraten. Lieber ein bisschen versteckt hinter der Wand das Ganze drehen und dass wir euch das irgendwie zeigen können. Aber um dort überhaupt hinzukommen, mussten wir vorher die Grenze nach Myanmar illegal passieren und einen harten Weg durch den Dschungel auf uns nehmen. Das wird einer der krassesten Crisis-Drehs. Und diesmal kommen wir an unsere Grenzen. Der Einschlag war so laut, dass die Ohren klingelten. Also es ist schon ziemlich verrückt, hier alleine noch zu warten, während Markus vorne in der Frontlinie ist. Da brennt es vorne. Da ist jetzt immer noch eine Drohne da oben. Wir sitzen jetzt quasi hier fest. Nach Jahrzehnten unter der Herrschaft des Militärs war Myanmar vor einigen Jahren auf dem Weg zu einer Demokratie. Millionen Touristen bereisten das Land. Doch trotz einer demokratisch gewählten Regierung hatte das Militär weiterhin großen Einfluss und ging gewaltsam gegen Teile der Bevölkerung vor. Es vertrieb oder tötete Hunderttausende muslimische Rohingya. 2021 putschte sich das Militär dann wieder an die Macht. Und Myanmar rutscht in eine Gewaltspirale. Demokratisch gewählte Politiker werden verhaftet, Proteste gegen den Putsch gewaltsam niedergeschlagen. Das Militär setzt brutale Mittel gegen die eigene Bevölkerung ein, um ihre Macht zu sichern. Aus Studentenprotesten entwickelt sich bewaffneter Widerstand. Tausende Menschen flüchten. Viele davon schließen sich zu Rebellengruppen im Dschungel zusammen, kämpfen für neue Freiheit und Demokratie. Unsere Geschichte beginnt bereits in Thailand. Hier im Grenzgebiet von Myanmar werden im Verborgenen Soldaten der Rebellen für den Kampf ausgebildet. Mein Kameramann Markus und ich dürfen bei einem Treffen dabei sein. Wir sind jetzt gerade an einem geheimen Ort in Thailand angekommen. Wir sind hier verabredet mit Offizieren der Rebellen, von einer Rebelleneinheit, und die halten hier ein Training ab. Strategisches Training wohl, Einsatz, Kriegsplanung, und ich bin super gespannt, was da auf uns zukommt, weil das ist ziemlich besonders, glaube ich, dass wir da dabei sein dürfen. Das Gebäude dürfen wir nicht zeigen. Die Soldatinnen und Soldaten hier trainieren illegal. Thailand ist nicht Teil des Kriegs. Unser Ziel ist es, mit einigen dieser Soldaten an die Front zu fahren, um den Konflikt aus ihrer Perspektive zeigen zu können. Diese Einheit hier gehört zur sogenannten PDF, der People's Defense Force, eine der größten Rebellengruppen in Myanmar. Sie selbst sagen, Ziel sei es, die Zivilbevölkerung und ihr Land zu schützen und gegen die Militärregierung zu kämpfen. Die trainieren jetzt hier ein paar Tage, üben strategische Planung, wie sie ihre Ziele erreichen können, und dann geht es wieder zurück an die Frontlinie und dann setzen sie das direkt um. Ein Soldat fällt uns besonders auf. Wir nennen ihn Jay. Er ist 21 und Scharfschütze. Could you show me what you are doing with the map? How will it help especially you, like on the battlefield? Dann kommt Daewoo. Er ist einer der Kommandeure der Yangon PDF, zu der auch die Truppe hier gehört. Er ist unser Kontakt, der uns diesen Dreh überhaupt ermöglicht und uns mit an die Front nimmt. Daewoo erzählt, dass einer seiner Soldaten letzte Nacht in Thailand festgenommen wurde. Wir sind alle illegal in Thailand und es passiert immer wieder, dass sie verhaftet werden, weil sie ja nicht hier sein dürfen. Das konnten wir auch selbst sehen. Unser Fahrer hat uns eine Polizeikontrolle gezeigt, in der wohl gezielt Menschen aus Myanmar kontrolliert wurden. Man sagt uns, durch die Zahlung von Bestechungsgeldern kämen die Menschen wieder frei. Wir gehen jetzt aus dem Kartenraum mal ganz kurz runter, 2 Stockwerke tiefer, und da ist eine große Sandbox aufgebaut. Ich weiß nicht, wer von euch bei der Bundeswehr war, aber die das vielleicht da schon mal gesehen haben, das ist da, wo man Einsätze plant, Lagen plant. Die Arbeit am Geländesandkasten ist sehr detailliert. Alle helfen mit. Das, was sie hier üben, wenden sie dann direkt an, wenn sie mit uns an die Front fahren. Die Lagebesprechung selbst können wir nicht filmen. Jay erzählt uns stattdessen von seinen Erlebnissen im Krieg. For how long are you now fighting? Over 2 years. Over 2 years. I started joining this PDF 2000. So I started fighting 2022. So you saw a lot of devils, I guess. Yes. A lot of that. We face a lot of archery attack, like wanna fight or mortar.
Ich muss regelmäßig die Fragen wiederholen, weil sein Trommelfell durch die Kämpfe verletzt wurde. How did it happen? Sorry? How did it happen? Because it's 40 millimeter. 40 million, then it's like Yes. huge. My gun has a lot of decibel. I didn't use ear blower. I don't. Ah, okay. Because I can't hear. I couldn't hear sound or the enemy sound or something. Yeah. So that I didn't use. Ob er mit uns an die Front fahren wird, hängt von einer Entscheidung des Arztes ab. Momentan wohnt er in einem geheimen Medic Center der PDF in Thailand. Wir treffen Dewa, den Kommandeur, am nächsten Tag nochmal. Er sagt uns, dass es aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, gemeinsam mit der Einheit zum Camp der PDF im Dschungel zu fahren. Die Einreise nach Myanmar und die Fahrt dorthin müssen wir selbst organisieren. Und das ist immer ein Risiko, denn auf dieser Seite des Grenzflusses gehen die Menschen ihrem Alltag nach. Auf der anderen Seite der Brücke wird schon gekämpft. Einfach so ins Land können wir nicht. Das thailändische Militär überwacht die Grenze. Wir müssen uns einen geheimen Ort für den Grenzübertritt suchen. Wir starten unsere Reise ins Camp um 6 Uhr morgens. Markus und ich treffen unseren Übersetzer Saw. Endlich sind wir auf dem Weg zur Grenze nach Myanmar und jetzt dann auch in die Frontnähe kommen. Und das sieht jetzt so aus, als ob es klappt. Und ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, weil das schon nochmal anderes Terrain ist als da, wo wir sonst bisher waren. Es ist halt ein Bürgerkrieg. Es ist kein Krieg nur zwischen zwei Staaten, in Anführungsstrichen, sondern viele verschiedene Gruppen. Und ja, ganz leichter Anspannung. Illegal eine Landesgrenze zu passieren, kann schnell gefährlich werden. Wir könnten verhaftet werden. Oder, wenn wir an die falsche Konfliktpartei geraten, weiß niemand, was passiert. Kurz vor der Grenze müssen wir uns beeilen. Wir fahren gerade ziemlich schnell durch so eine ganz kleine Mini-Straße. Ich habe immer Schiss, dann da irgendwie so ein Kind oder irgendwas vor allen rennt. Und jetzt sind wir an der Grenze und müssen gleich zack, zack machen und schnell rüber, bevor Thai-Militär oder Polizei auftaucht, weil dann haben wir ein Problem, falls das passiert. Deshalb jetzt geht's schnell los, wenn sobald wir halten, raus, Sachen nehmen, weg. Wir müssen zu Fuß weiter, um zum Floß zu kommen. Fabian, was wollte die Frau? Sie wollte gerade auch noch ein bisschen Geld von uns haben. Es läuft hier so, dass eigentlich jeder natürlich, der hier mit drin ist, ein bisschen was bezahlt kriegt. Die nehmen alle ein großes Risiko auf sich, dass sie uns rüberbringen. Schnell den Uferpfad entlang und ab ins Boot. Schaffst du es, ohne ins Wasser zu fallen? Achso? Sehr gut. Ja, eins geschafft, wir sind auf dem Boot. In einer Minute sind wir in Myanmar. Wir schaffen es unbemerkt, den Fluss zu überqueren. Und unser Fixer Saw begrüßt uns in seinem Heimatland. Mit uns unterwegs ist auch Helene. Sie unterstützt uns bei der Produktion in Myanmar. Helene, wie war es für dich? Auf jeden Fall ein Erlebnis. Das ist dein erster illegaler Grenzübertritt? Ja, allerdings. Wir müssen mehrere Checkpoints passieren. Wir sollen uns bedeckt halten. Niemand soll uns sehen. Und werden in ein Haus gebracht. Wir sind jetzt hier gerade in einem total dunklen Raum mit vergitterten Fenstern und man könnte meinen, wir kommen hier nicht mehr raus aus Myanmar, aber das ist unser Safe-Ort gerade. Wir müssen hier in einem Ort warten, bis wir quasi unseren Guide kriegen, der uns in das Camp bringt. Und wir sollen uns ein bisschen verstecken, weil hier ganz viele unterschiedliche Parteien miteinander arbeiten und nicht jeder sollte uns sehen. Dann geht es los. Es wird eine lange und intensive Fahrt in das Camp der Yangon PDF an die Frontlinie werden. Und wieder müssen wir im Fahrzeug sitzen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Unser Fahrer meidet die Hauptstraßen, um feindliches Gebiet zu umfahren. Das Risiko von Angriffen zu verringern und vor allem, um verborgen zu bleiben. Die Fahrt zieht sich so deutlich länger als erwartet. Die Umwege sind lang. Und dazu sind die Temperaturen inzwischen auf ca. 40 Grad gestiegen. Die Bedingungen hier sind hart. Dusty? Yeah, I kind of like this. So. Die Straßen werden noch schlechter. Das Gelände wird immer steiler. Unser Fahrzeug fährt sich fest. Kommen immer noch den Berg nicht hoch. Das ist ganz schön eine Scheißstelle. Aber der rutscht immer weg. Jetzt sind noch 2 Leute hinten drauf.
Steine hinten drunter klappt auch nicht so gut. Fliegt direkt weg, ist so rutschig. Plötzlich tauchen junge Männer auf und helfen dabei, das Fahrzeug zu schieben. Dass wir an dieser Stelle festsitzen, macht uns nervös. Wir merken, dass wir dem Bürgerkrieg immer näher kommen. Ich weiß jetzt nicht, was genau passiert, aber Sie kennen auf jeden Fall die Einheiten und die Soldaten vor uns im Auto helfen uns jetzt, glaube ich, den Wagen hochzuziehen mit ihrem Wagen, damit wir hier rauskommen. Hello. Thank you. Hello. Yeah, yeah. Ich bin jetzt super gespannt, ob das klappt. Wir lassen immer hinten drauf, da hat es nicht geklappt. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Wenn nicht, haben wir echt ein Problem. Das sieht gut aus. Ja. Das sieht gut aus, wir haben es geschafft. Scheiß tricky Stelle, wir kommen weiter. Ja. Okay. Ist so scheiß staubig hier. Und die Abgase noch da drin. Das hätte ich auch wieder rauchen anfangen können. Aber auch danach bleiben wir immer wieder stecken. Stunde um Stunde geht es so weiter. Das Gelände wird immer schwerer und wir schieben immer wieder an. Ich glaube, es wird einer der krassesten Crisis Days. Die Hitze und der Staub machen uns sehr zu schaffen. Und wir wissen nicht, wie weit es noch ist. Doch dann haben wir Glück. Soldaten helfen uns wieder. Sie werden uns begleiten und uns direkt ziehen, sobald es bergauf geht. Das ist super dankbar, weil damit schaffen wir es dann endlich. Wir sind jetzt schon irgendwie 3 Stunden hinterm Zeitplan. Und dann wird die Fahrt endlich entspannter. Es ist jetzt viel bequemer. Es ist viel, viel angenehmer, hier hinten zu sitzen, als da vorne zu sitzen. Das war die ganze Zeit nicht möglich wegen Checkpoints und weil wir durch andere Einheiten, Gebiete von anderen Einheiten gefahren sind. Fabian war so nett, mir seinen Staubschutz zu geben, weil er ist Host. Sein Gesicht ist wichtiger. How far is the camp from the city where the actual fighting happens? So it's like 45 minutes drive from the camp to the city. Okay, so it's not that far. Yeah. What can you hear from the battle in the camp? Konanda ist unser Guide. Er kennt die Gegend gut. Plötzlich will er uns etwas zeigen, was für Saw und ihn sehr bedeutend ist. Eine der vielen heiligen Pagoden in Myanmar. Die Löcher zeigen, dieses Land ist im Krieg. Und wir müssen vorsichtig sein. How is it with the mines or something, landmines? Well, they already clear the mine with the fire, but he told me to take this part because this is safer. And this is where the battle happened between PDF and the military junta. Da sind überall die Einschusslöcher drin, wenn ihr euch das anguckt. Der Bürgerkrieg wird von unzähligen kleinen Gefechten und guerillamäßigen Angriffen auf die Militärregierung bestimmt. Why is at the moment not allowed to go closer to the temple? What is the problem here? So this entire area is not clean for the landmine. This is a holy place. It is obvious that the battle are not allowed to happen here, but regardlessly, the military junta shot the temple. Yeah, this is he want to let you know that they are very, very disrespectful to their own religion. Yeah. Thanks for explaining us. Die Aussagen können wir nicht unabhängig überprüfen. Auch nicht, wer auf den Tempel geschossen hat. In Myanmar ist der buddhistische Glaube die Hauptreligion. Doch jetzt lauern auch an heiligen Städten unsichtbare Gefahren. Minen sind so ein Dreckszeug, ich merke das richtig, ich bin super angespannt dabei. Das macht mir echt Angst. So, das ist kein Spaß. Viele Häuser, an denen wir vorbeifahren, sind verlassen. Die Menschen suchten Schutz und sind aus dem Land geflohen. Nur wenige leben noch hier. Für Saw ist es ein sehr emotionaler Moment, hier zu sein. I only been to the bordering area in the last year, so this is the most far away the area. So I really miss this landscape. Inzwischen dämmert es. Wir haben noch etwas Strecke vor uns und müssen ein letztes Mal das Fahrzeug wechseln, um ins Camp zu kommen. Bis wir ankommen, ist es dunkel. Im Camp brennt noch ein wenig Licht und man hört den Generator.
Hier werden wir die nächsten Nächte verbringen. Zur Begrüßung werden uns aber erstmal die Bunker gezeigt. Also wenn hier irgendwas passiert, wenn wir nachts einen Alarm kriegen, wenn irgendwas Luftangriff oder Artillerie kommt, direkt da reinspringen, hinlegen, hoffen, dass man nicht direkt getroffen wird. Und auch Dewa, unser Kontakt in der Yangon PDF, meldet sich per Videocall. Hi, nice to see you. Hello, Hello, how are you? 你ကောင်းတယ်မလားကိုအဆင်ပြေခင်ဗျာအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ် Thank you very much for the possibility that it works out that we can be here. Okay. See you, thanks. Dann bekommen wir unseren Schlafplatz gezeigt. So, The place this is is good? perfect. Yeah, Okay. that's fine for us. Ja. Im Dschungelcamp sollte man Moskitonetze haben, weil die fliegen hier ganz schön krass rum. Und hier gibt es überall Malaria und Denguefieber und das wollen wir nicht bekommen. Also ich bin ziemlich durch vom Tag. Markus wahrscheinlich auch, oder? Ja. Also wir sind jetzt mehr als 12 Stunden unterwegs gewesen auf der Straße. Wir sind komplett verstaubt und eingesaut. Das war ein spannender Ritt. Aber bin sehr gespannt, was die nächsten 3 Tage bringen. In den ersten Tagen im Camp werden wir in das Lagerleben eingeführt. Wir lernen die Bedingungen kennen, in denen die jungen Soldatinnen und Soldaten leben und trainieren müssen, bevor es an die Front geht. Und dann kommt endlich auch Dewa mit seiner Einheit nach. Und auch Jay ist dabei. Er hat seine Erlaubnis vom Arzt bekommen. How was your trip? Huh? How was your trip? Difficult. Erstmal wieder im Dschungel ankommen. Und nach wird der Ton wieder militärischer. Die Disziplin kehrt zurück und Jay bereitet sich auf seinen nächsten Fronteinsatz vor. Die Waffe muss zu 100% funktionieren. Das letzte Mal hatte Jay sein Gewehr vor mehreren Wochen im Einsatz. Deshalb muss alles nochmal gründlich gecheckt werden. Der Grund, warum die Soldaten hier sind und kämpfen, führen sie sich jeden Tag selbst vor Augen. Saw erklärt uns, was das Video zeigt. There's no PDF and there's no resistance unit in the city, but the military junta intentionally destroying the houses of civilians without no reason. Solche Meldungen werden immer wieder auf Social Media und den Messengern zwischen Soldaten verbreitet. Unabhängig überprüfen können wir diese nicht. Die Version der Rebellen ist klar. Sie schützen Zivilisten, die Militärjunta greift sie an. What do you think and feel when you see something like that? ဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ဒါဆက်ရဆိုမှုလေဆက်ရဆိုမှုမျိုးကျူးလွန်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်သားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမုန်းတရားတော့မရှိထားလို့မရဘူးဒါဆေးရပြန်တုံးပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုး Morgen nimmt uns die Einheit dann mit an die Front. Letzte Vorbereitung. Und Jay telefoniert nochmal mit seiner Freundin. Und dann geht es los. Wie ist dein Gefühl jetzt? Nochmal ein bisschen angespannter, weil die Lage sich ja, glaube ich, so ein bisschen geändert hat. Sie haben gerade nochmal sehr deutlich auf die ganzen Drohnen hingewiesen, die der Gegner hat, um uns zu entdecken. Also es ist immer so ein leichtes Anspannungsgefühl. Ja, im schlimmsten Fall haben wir uns auf das Schlimmste einzustellen und da muss man reagieren können. So wie es wahrscheinlich aussieht, dürfen wir nicht alle weiter mit nach vorne, sondern wahrscheinlich nur Markus. Müssen wir nachher mal gucken. Sie sagen, ich bin zu groß und zu auffällig und das kann hier ein großes Problem geben. Wir müssen jetzt rein. So. Jetzt hat er gerade hinten drauf geklopft, Zeichen der Abfahrt. Markus und ich haben hier eine M16 zwischen uns liegen. Die ist nicht von uns. Die ist wahrscheinlich von unserem Fahrer. Die Fahrt zur Frontlinie wird ca. 45 Minuten dauern.
Jay erklärt uns, auf was wir uns einstellen müssen. We are going to check the enemy situation, and if we have a good chance, we will shoot. Are you afraid? I have a left from the front, about 1 minute, cause my ear injury. I'm afraid not to be shot again. That's my biggest fear. Because I love this gun. I love the sniper shooting. I love fighting it. I want to fight with my comrade in the front line. Because we need to fight. We need to get justice. That's why. The military used a lot of force, a lot of airstrike, a lot of artillery strike. How dangerous will it be going there now? We will go to the red zone now, so you can face like a drone strike, or sometimes they shoot. I think you will be faced with a gunfight. So we are very close with the enemy, like about 150 Meter. So, das Haus, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, war ein zerstörtes Gebäude. Da ist wohl eine Mörsergranate eingeschlagen, die von der Militärjunta, also vom offiziellen Militär von Myanmar quasi draufgeschossen wurde. Yeah. They burned the house, big house. Jetzt wird der Kampf auch für uns real. Wir fahren zuerst in die Kommandostellung der Rebellen. Drohnen, Artillerieangriffe oder Luftschläge sind hier eine große Gefahr. Die Hauptkampflinie der Bodentruppen ist nur noch etwa 200 Meter entfernt. So, wir sind jetzt angekommen, sind bis ins Haus reingefahren, dass wir im Verborgenen quasi aussteigen können und dann sicher an der Frontlinie ankommen, weil wenn man uns sieht, wird es gefährlich. Noch ist es ruhig im Kampfgebiet. Es gibt wohl Munitionsmangel auf beiden Seiten. Deshalb wird jeder Angriff gut abgewägt. Von hier aus werden die Einsätze koordiniert, mit allen Mitteln, die sie haben. Also es ist eine Autobatterie angeknüpft an ein altes Autoradio und damit wird quasi hier die kompletten Funkfrequenzen abgehört und ihre Befehle entgegengenommen und dann auch mit den Funkgeräten, die hinter uns rauschen, weitergegeben. In den Funkgeräten sieht man, was Kriegsführung hier bedeutet. Es gibt keine westliche Unterstützung, es gibt keine anderen Geldgeber, das heißt, die müssen alles spendenbasiert machen, sie müssen alles über Dinge machen, die irgendwie sie reinbekommen, selber zusammenbasteln können und so wird hier Krieg geführt. Die Frage, woher ihre Waffen stammen, hat uns niemand beantwortet. Wir treffen jetzt eine Scharfschützin, die hier schon kämpft seit mehreren Monaten, wahrscheinlich sogar noch länger in dem Konflikt. Und das ist schon was Besonderes. Das ist Coarea, so lautet ihr Kampfname. Sie ist eine der Scharfschützinnen der PDF und kämpft hiermit um die Stadt. Ursprünglich war sie Schmuckhändlerin, jetzt ist sie Revolutionärin. How is it to see a human through the vision and then to shoot and kill him? Maybe it's a sensitive question, but do you count your hits? Für Coarea sind es Feinde, die sie wohl tödlich getroffen hat. Doch die Soldaten der Militärjunta sind oft nicht freiwillig dort. Viele haben es nicht rechtzeitig geschafft, das Land zu verlassen und wurden zwangsrekrutiert. Coarea ist aus Überzeugung den Rebellen beigetreten und muss jetzt zurück in ihre Stellung. So, wie es aussieht, darf wahrscheinlich nur Markus mit an die Frontlinie, weil ich zu groß und zu auffällig bin. Das heißt, er fährt jetzt dahin und filmt die Bilder und guckt, was passiert und kommt dann wieder und mal gucken, ob ich hier bleibe oder auch fahren kann. Von jetzt an trennen sich die Wege von Fabian und mir.
Ich fahre bei einem Pressesoldaten der Yangon-PDF mit und werde ca. 150 Meter weiter vorne die Lage in der Stadt und die Position der Rebellen gezeigt bekommen. Die Fahrt dorthin geht schnell. Die Straßen liegen voller Trümmer, Bewohner gibt es nicht mehr. Ich treffe die Einheit aus dem Camp in einem der zerschossenen Häuser. Eine Überdachung ist gut, um nicht von feindlichen Drohnen gefunden zu werden. Aber sollte hier etwas einschlagen, gäbe es nur wenig Schutz. Seit Monaten ist die Stadt umkämpft. Sie ist strategisch wichtig. Wir befinden uns jetzt mitten im Häuserkampf. Es ist sehr unübersichtlich, weil man nicht genau weiß, wo der Feind sich aufhält. Noch ist es ruhig. Zu ruhig für das, was wir eigentlich erwartet hatten. Sor, unser Übersetzer, ist bereits hier. Hey. Okay, welcome. Wie wir starten werden, wird noch besprochen. Der Pressesoldat erklärt uns, warum er im Fronteinsatz auch regelmäßig filmt. He want to show to the wall. Yeah, and that it was pretty difficult for him to do the recording with his camera and grabbing his cam at the same time, but he thinks it was because it's taking photography, videography is one of his. How do you feel with these gunshots in the background at the moment? Also der war jetzt recht nah, der Die Schüsse kommen immer näher und wir müssen weiter unter das Dach. Diese Schüsse hört auch Fabian in der Kommandostellung. Auch hier sind in der Vergangenheit immer wieder Geschosse eingeschlagen. Eine Soldatin, die gerade Pause macht, zeigt mir die Zerstörung. Sie hat mich gerade dahin gebracht, wo eine Drohne eine Granate abgeworfen hat, da eingeschlagen ist. Und jetzt gehen wir wieder ins Gebäude zurück, damit das hier hoffentlich nicht auch passiert, dass es niemand sieht. Jay macht sich bisher aber noch keine Sorgen. I'm really excited. No, I'm really excited to back in the battle. So you don't have your sniper with you? Why? So I'm gonna go do my sniper thing, but there's some situation over there. There's gunfight. How do you feel the risk situation at the moment? What do you think? This is just normal. This is just normal for us. What is the worst thing what now could happen? The worst thing is drone strike. We need to careful drone strike. But that's the worst thing now. Aren't you yourself also worried for losing everything? ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့လို့ဆိုတာဒါဒီအရာကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုပေါ့နော်ခွန်အားတစ်ခုလို့တော့တွေးထားတယ်အကယ်ဆုံးရှုံးသွားဆိုတော့ဒါကံပဲပေါ့နော် Said that we cannot go any further because like the battle is pretty intense and they have some sniper units scouting us, and just recently, just as you heard, like they are using the mortar like 40 mm, 120 mm. Wir entfernen uns vom Feuergefecht, weil es zu unsicher ist. Die Einheit will mir aber noch ein paar Häuser zeigen, die von der Artillerie der Militärjunta getroffen wurden. Zu den Häusern geht es nur über die Straße. Vieles ist zerstört und verlassen. Außerhalb von Gebäuden müssen wir das Risiko eingehen, dass feindliche Drohnen uns aufklären können. Wir müssen immer schnell wieder weiter und dürfen nicht zu lange stehen bleiben. Ein großes weißes Gebäude, das noch unzerstört aussieht, sticht besonders heraus. Can we go inside the building here? Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass sich hier auch das Sniper-Team aufhält. Darunter ist auch Korea, How are you? die wir bereits in der Kommandostellung getroffen haben. What are you doing at the moment here? Ihre Stellung ist oben im Gebäude. Dort hat sie den besten Überblick über die Stadt. Sie beobachtet die Lage vom Balkon aus.
Sollte Korea von hier aus schießen, könnte ihr Gegner auf das Gebäude einen Gegenschlag ausüben. Daher muss sie gut abwägen, ob ein Schuss überhaupt sinnvoll ist. Und wir müssen schnell weiter, damit wir beim Drehen nicht auffallen. Unten bei der Einheit ist es gerade etwas unruhig. Über Funk wird mitgeteilt, was los ist. What is going on? Wir müssen uns auf den Boden setzen. Das ist sicherer. Türen und Vorhänge werden geschlossen. Die Lage wird beobachtet. Ob und wie es weitergeht, wird uns per Funk mitgeteilt. Jay ist auch da. Eine andere Einheit kümmert sich in der Zeit um die Drohne. Solange müssen wir warten. Aufklärungsdrohnen wie diese hat die PDF mit Störsendern der Militärjunta bereits abgenommen oder abgeschossen. Die Drohne ist auch hier in der Kommandostellung eine große Gefahr. Niemand weiß, wo sie hinfliegt. This place isn't safe for you. What happened there? Dropping bomb. Dropping bomb from the drones. Zum Glück ist dieser Einschlag aber schon ein paar Stunden her. Aber dann kommt auch bei mir die neue Meldung an. The drone over there. Ja, hat er gesagt, wir müssen jetzt wieder rein, weil jetzt hat er gerade die Info bekommen, dass wieder eine Drohne im Anflug ist und die könnte uns natürlich sehen und dann auch beschießen. Deshalb gehe ich jetzt nicht mehr raus, eben konnten wir das ganz kurz, aber das ist immer Risiko und jetzt lieber ein bisschen versteckt hinter der Wand das Ganze drehen und dass wir euch das irgendwie zeigen können. Also es ist schon ziemlich verrückt hier alleine noch zu warten, während Markus vorne in der Frontlinie ist, da brennt es vorne. Man kommt so leicht ins Schwitzen dabei, weil das ist ja nicht schön, wenn man zu wissen, sein Freund, Kameramann, Kollege ist gerade unterwegs und mitten im Schlachtfeld und wir sind hier. Okay, now, let's go. Der Drohnenalarm ist wieder vorbei und es geht weiter. How is fighting in these hot conditions? Oh, it's too tired. a lot of swords. A lot of exhausted. Die Soldaten zeigen mir ein Haus, in dem vor einiger Zeit eine Granate eingeschlagen ist. Bei jedem Schritt hören wir das zersplitterte Glas. Die Familie, die hier lebte, wurde vorher evakuiert und hat das meiste von ihrem Eigentum mitgenommen. Im Krieg leiden auch immer unschuldige Zivilisten. Ob die PDF nicht auch schon Häuser von Zivilisten zerstört hat, wissen wir nicht. Wir müssen das Interview abbrechen und zurück ins Camp. Eigentlich wollten wir jetzt zurückfahren, doch wir müssen nochmal unters Dach. What is going on? A drone is coming. Drone. Wir suchen in einem Raumschutz, der nur dünne Wände hat. Normalerweise wird hier die Soldatenverpflegung gelagert. So what is this place here? And the military trying to make propaganda to the people. The PDF in the front line are not, they cannot eat very well because they in. Wow, gerade hat es einen ganz schön lauten Knall gegeben. Nochmal. Nochmal. So. Das war jetzt dreimal lauter Einschlag. Bin gespannt, wo das ist und was passiert. Nach dem Einschlag müssen wir alle erstmal wieder zu uns kommen. An der anderen Seite des Raums ist man mehr geschützt. Hat gerade richtig gekracht. Wir sitzen jetzt alle in der Ecke. Ich habe mich jetzt hier mal so hingelegt. Das haben sie mir gesagt.
Der Einschlag war so laut, dass die Ohren klingelten. Jay hat etwas ins Auge bekommen. What does just happen? Drop bomb from the drone. Wasn't that the worst thing what could happen? Yeah, that is the worst thing that I ever faced. Another drone. Please. Left. No. Da ist jetzt immer noch eine Drohne da oben. Wir können jetzt nicht weiter. Wir sitzen jetzt quasi hier fest, bis die wieder weg ist. Das heißt, wir müssen jetzt warten und ja, es ist halt immer eine angespannte Stimmung, wenn man die ganze Zeit immer nur wartet und hofft, dass nichts Größeres passiert, weil der Einschlag, der war jetzt echt heftig. Okay? It's okay. Yes. Are you afraid? No? Afraid? A little bit excited. If your girlfriend would see this footage, what do you think? Maybe she will cry. Are you afraid to die in this moment? A little bit. Solange die Gefahr vor einem weiteren Beschuss besteht, müssen alle im Raum bleiben. Jay will aber in das Gebäude nebenan, weil man dort durch dickere Wände noch mehr geschützt ist. Um rüberzukommen, ist man für kurze Zeit unter freiem Himmel und ungeschützt. Deswegen muss alles schnell gehen. Where's my cameraman? He's at the front line. Oh. Jetzt kam gerade ein relativ naher großer Einschlag rein. Das Gebäude hat so ein bisschen vibriert. So, my friend is there. Oh, where's my friend? In the front line or in the safety zone? On the front line. On the front line. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Und gerade kam es wie so ein Mörsergeräusch kurz rein. Also fühle mich natürlich super unwohl. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich weiß nicht, wo die Dinger treffen, wie nah er da dran ist. Und es ist hier schon unheimlich, weil es auch nur ein paar hundert Meter sind. Und da ist es noch ein Stück näher. Und scheiß Gefühl. Are you okay? Yes, I'm okay. Pardon me? Pretty afraid, yeah. Be careful with your hand. There might be some glasses. Jay hatte Glück. Ihm fehlt nichts. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir alle so bald wie möglich evakuiert werden. Zucker und Nikotin helfen, die Nerven zu beruhigen. I was afraid of you because you just jumped outside. What did you feel in this moment? Second impact. He was killed at the time. Wir sitzen jetzt immer noch hier fest. Wir warten jetzt noch kurz, bis wir irgendwann wieder rauskommen. Ich habe schon gesagt, bei der nächsten Möglichkeit gehen wir hier wieder raus, weil es eindeutig zu unsicher ist im Moment. Alle müssen weiterhin an der Wand sitzen und am Boden ausharren, bis die Drohnengefahr vorbei ist. Jays Laune bessert sich schon wieder.
like a group of people, and then I guess their scout drone saw our movement, and then they are pretty sure that we are here, so they are targeting this area, this place. So what is the possibility to get out of here? We have to wait until the drone are clear. So once the drone are clear, we are going out. So they shoot the drone? They're using jammer now, I guess. They're trying to use some jammer. Jetzt warten wir einfach, was passiert. Deshalb auch nie zu viel lange draußen an den Fenstern sein, weil das ist potenziell alles Scharfschützenreichweite. Okay, Doch dann kommt endlich die Möglichkeit, dass wir evakuiert werden können. Ich werde mit dem Motorrad direkt ins Camp gefahren. Der Pressesoldat zeigt auf ein großes Loch im Dach. Hier ist die Granate eingeschlagen. Und endlich ein Lebenszeichen. Die Soldaten holen mich ab. Im Auto sitzen Zor und Jay. How was Marcus? Marcus is fine. Everything is fine, but he almost got killed. Der kühle Fahrtwind und die steigende Entfernung zum Kampfgebiet verschaffen ein Gefühl der Erleichterung. Hi. Na, bist du noch? I think I'm alive. I'm very happy that I have won out. Wir verbringen den restlichen Abend gemeinsam im Camp. In der Dämmerung wird es ruhiger. Und man bemerkt wieder, wie schön das Land eigentlich ist, in dem sich so viele Menschen gegenseitig bekämpfen. Für die Soldaten ist es Alltag geworden. Mit jedem Kampf versuchen sie ihren Wünschen näher zu kommen. Frieden, Demokratie und die Hoffnung auf eine Zukunft in einem freien Leben. Ohne Krieg. Ui, ra để ra mà.